Hallo zusammen, das ist Sibyl vom Seela. Und im Moment stehe ich vor einer wunderschönen Reihe mit Mispelbäumen. Die Mispel ist bekannt seit dem 17. Jahrhundert. Bereits Hildegard von Bingen hat sie erwähnt und sie genutzt zur Stärkung des Körpers und zur Blutreinigung. Der Mispelbaum blüht zwischen Mai und Juni. Ursprünglich stammt er aus dem Mittelmeergebiet, hat aber eine tolle Kälteresistenz von bis zu -20 Grad. Das heißt, er wächst wunderbar auch in unseren Breitengraden. Das Einzige, was er nicht gerne mag, sind sehr kalkhaltige Böden. Von daher schätzt es der Mispelbaum, wenn er gepflanzt wird, wenn er mit etwas Humus verwöhnt wird. Die knorrigen Bäume, die wirklich sehr verdreht wachsen, haben wunderbare apfelbaumähnliche Blüten. Die können einen Durchmesser von bis zu 5 cm haben und sind für die Bienen eine wertvolle Bienenweide. Der hohe Gehalt an Gerbstoffen in diesen Früchten, und übrigens, man sieht sehr schön, es ist ein Baum, der in die Familie der Rosengewächse gehört und in diesem Sinne sehr ähnliche Früchte trägt, wie zum Beispiel die Hagebutte oder der Weißdorn. Der hohe Gehalt an Gerbstoffen in diesen Früchten wirkt harntreibend. Und diese Gerbstoffe haben auch eine positive Wirkung auf alle chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, sogenannte CEDs, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Zudem helfen die Gerbstoffe wie auch die Pektine bei Menschen, welche unter Arteriosklerose oder Atherosklerose leiden. Das ist übrigens dasselbe. Diese Stoffe helfen quasi, die Kalkablagerungen in den Gefäßen zu vermindern. Zudem unterstützt der Genuss der Früchte den Körper mit Vitamin C, aber auch B3, B6 und vor allem eine relativ große Menge an Kalium von ca. 250 mg pro 100 Gramm Früchte unterstützen unsere Gesundheit. Diese Früchte können wunderbar verarbeitet werden, entweder zu Gelee oder Mousse. Man kann aber auch Likör oder Wein ansetzen oder noch besser ist, wenn man sie direkt genießt. Allerdings sollte man warten bis nach dem ersten Frost. Vorher sind die Früchte relativ hart und haben einen tendenziell eher bitteren Geschmack. Sobald der erste Frost darüber gegangen ist, werden sie süßlich. Mispeln können auch gelagert werden, allerdings werden sie mit der Lagerung immer mehliger, jedoch auch süßer. Das heißt, der Konsum der Früchte ist abhängig von deinem Geschmack. Übrigens, die Früchte haben auch einen relativ hohen Anteil an Pektin. Und Pektin ist wunderbar, weil es hilft, Cholesterin zu senken. Also alles in allem ist das eine wunderbare Frucht bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch bei Magen-Darm-Erkrankungen, sei das chronisch oder auch zum Beispiel bei Durchfall. Denn Gerbstoffe und Pektine sind auch da bei Durchfall sehr hilfreich. Bis gleich.